Freunde, die Legende hört bald auf. Ja, Luka Modric hört bald auf, die Legende. Aber die Legendendüfte mit extremer CH, die fangen jetzt erst richtig an. Bei der Hitze tatsächlich auch in Hamburg über 30 Grad, locker über 30 Grad. Und ich hier schön im Licht. Es ist so schön geil warm. Mein Name ist Dennis, a.k.a. Feugenstork. Aus Hamburg. Spaß beiseite. So, ja, ich habe hier 10 Düfte. Ich habe heute den Kasper gefressen. 10 Düfte, nicht 20. 10 Düfte, wo die CH, wo ich sage, ja, gut ist. Ja, also Champions League mäßig. Ja, und da muss ich sagen, die bocken. Ja, wir fangen auch gleich mal an. Wir hauen rein, weil das ist so einfach zu warm. Der erste ist der Cool Water Intense. Ja, ihr habt also Cool Water, dieses aquatisch frische, allerdings wirklich zurückgenommen im Gegensatz zum Original, was ist ja nur noch synthetisch, aquatisch, frisch. Im Gegensatz zu früher, ich wiederhole es immer gerne, da war es würzig, frisch. Aber hier haben wir eine richtig schöne Süße reinbekommen. Schon länger gibt's den Duft, also für die Leute, das ist jetzt nicht neu. Schön reinbekommen, richtig schön herrlich und gute Haltbarkeit, aber darum geht's nicht. Es geht heute wirklich mal nur um die CH, also das Video wird jetzt nicht so, ne, also ihr kennt ja auch die Düfte für die neuen. Schaut gerne in meine ganzen Playlist. Ich habe diese Düfte schon so oft vorgestellt. Und wie gesagt, es kommen ja immer jeden zweiten Tag fast neue Videos. Und ja, den habe ich schon so oft vorgestellt. Also ihr habt was Kühles, Frisches und was schön Süßliches mit einer richtig guten CH. Also ihr werdet wahrgenommen und einer richtig guten Haltbarkeit. So, der nächste. Ist einer meiner Signaturdüfte. Ich habe natürlich mehrere, weil wenn man so viel Düfte hat wie ich, dann hat man einfach mehr. Dann ist es schwierig, auf einen sich zu beschränken. Und das ist der Sunshine Man von Amouage. Und das ist die Strohblume. Und das ist so geil, die Strohblume. Und alles, was hier mitschwingt. Und die CH ist wirklich bombastisch gut. Bombastisch gut. Ich hoffe, ich kenne sie nicht, die neue Version. Da ist die Flüssigkeit ja grün. Das ist hier die erste Auflage. Aber ich glaube, Amouage macht da jetzt nicht Müll und hat auf einmal von eine Haltbarkeit von mindestens 15, 16, 17 Stunden, wenn das überhaupt reicht, auf den Klamottentage, dass sie das auf einmal ändern groß. Also jedenfalls so weit runterfahren, dass man den fast gar nicht wahrnimmt. Und die CH ist wirklich meilenweit, so nach dem Motto. Das ist wirklich ein starker Duft, ein ganz schwerer Sommerduft, der aber richtig geil durch die Strohblume, das Orangenfeeling ein bisschen kommt. Also ich finde, das ist einer der überhaupt nicht nur geilsten Sommerdüfte, sondern überhaupt einer der geilsten Düfte, die es gibt. So, der nächste, Lorenzo Parzialia von, oder besser beziehungsweise nicht von, sondern mit Black Sea. Ja, Black Sea ist ein sehr salziger Duft, der aber extrem gut performt und ausstrahlt. Hat sehr viel Ähnlichkeit mit dem Megamare von Ordo Parisi. Nur eine kleine alkoholische Likörnote ist hier mit drin, die das alles so ein bisschen, wenn man ich habe sie 1:1 getestet, die auf jeden Fall tragbarer ist, obwohl er sehr, sehr gut performt und stark ist. Black Sea solltet ihr auf jeden Fall mal unter den Riechkolben führen, der kommt schon wirklich gut. Also wenn ihr ein Problem habt mit diesen extrem harschigen Megamare, weil Rostalgen, die Titanic, wie ich immer so schön sage, hochholen wieder, wo alles so richtig salzig und so weiter. Das habt ihr hier auch, dieses Salzige, durch das schwarze Meersalz, aber wie gesagt, es ist durch der Likör macht so ein bisschen tragbarer. So, aber trotzdem Performance, CH extrem stark. Black Sea. Dann kommen wir zu einem Duft von Lattafa und das ist die Art of Universe. Ja, für viele sagen, das ist kein Sommerduft. Also der Talisman. Und wie heißt der Turat-Dialekt, kann man auch auf jeden Fall bei 30 Grad tragen und den auch. Der ist nur süßer. Es ist im Endeffekt, der Duft nur in süß. Und wenn ich da draußen so lang spazieren gehe, dann riecht man, egal wie warm es ist, so und so nur süße Düfte. So. Und ich finde ihn gut. Wie gesagt, ich habe diese typische fruchtige, frische DNA, nur mit mehr Süße. So ist der Art of Universe. Dementsprechend kommt er nicht ganz so dicht ran wie der Turati an sein großes Vorbild, Talisman. Aber trotzdem, ich finde ihn gut und echt starke CH, finde ich. Wirklich. Bei mir also immer um einen rum. Und wenn man den, sag ich mal,
den Talisman oder den Turati da, den Turati Electric, meine Güte. Wenn man den ein bisschen süßer haben möchte und stärker, dann dieser Duft. Yes. So, und jetzt kommen wir zu einem Duft. Über diese Brand werde ich demnächst mal, ja, ich werde ein Ranking machen von den ganzen Düften, die ich von dieser Brand habe. Simone Andreoli, hier haben wir Silver Maple. Ja, Silver Maple ist ein, wie soll ich den Duft beschreiben? Das ist ein Duft, er ist frisch, extrem kühl, kalt schon, muss man schon sagen. Traglufthallen, kennt ihr überhaupt noch Traglufthalle? Von früher, wo man im Winter geschwommen hat, wo die Traglufthalle war im Endeffekt hat man, glaube ich, über dieses Freibad, über die Bahn hat man so eine Traglufthalle gemacht und so richtig, so ein bisschen Gummi, also so wie wie heißt das Zeug? Das ist ja auch nicht gesund. Das Chlor so ein bisschen. Das hört sich jetzt alles so schrecklich an, finde ich alles so. Und ein bisschen aquatisch, auch so Meer-Feeling, salzig. Das ist Silver Maple, aber extrem cool und nicht ekelhaft, wo man sagt, kann ich nicht tragen. Aber ihr riecht den hier. Ich habe die anderen, stark. Absolut auch starke CH. Und für den Sommer so kühl, metallisch. Geil, muss ich schon sagen. Und ich finde immer wieder, diese ganze Reihe, ich habe richtig einige Düfte und ich will demnächst mal die alle ranken. Das wird schwer. Mal gucken, wer auf 1 landet. Das werde ich demnächst mal machen. Wenn ihr den Bock habt, könnt ihr mal unterschreiben, ob ihr Bock darauf habt. Und ja, auf jeden Fall Silver Maple solltet ihr auf jeden Fall auch mal unbedingt jetzt im Sommer unter den Schirm, also unter den Riechkolben oder unter den Schirm haben, whatever. So, jetzt haben wir Mega Mare. Ja, war ja klar, dass ich den auch noch hole. Das hatte ich ja eben erwähnt, wo ich den Black Sea gezeigt habe. Also hier habt ihr die Titanic. Es ist einfach rostig, es ist Moschus, es ist Salz, Meersalz ohne Ende und brutal stark. Das ist im Endeffekt dieser Duft, wenn ihr den jetzt nur kennt. Dieser Duft ist einfach harsh und einfach noch mehr aufs Maul, aber auch mehr untragbarer als der Black Sea, aber tragbar und am besten nur auf der Haut in dem Fall. Wo ich ja sonst immer sage, mit Haut, aufpassen, aber wirklich. Ja, mehr muss ich nicht sagen. Mega Mare, wie oft habe ich den schon gezeigt? So, jetzt kommen wir zu einem, Nasomato. Auch der Schöpfer von, oder Eau de Parisi, Nasomato, ihr wisst. So, hier haben wir Fantomas. Es ist die Gummimelone. Und den Duft muss man mögen, den mögen nicht viele, aber das ist geil, dieses Gummi und dann die Melone. Im Endeffekt Punkt. Moschus auch bis ab Gummimelone. Es ist ja auch nicht mal alles gelistet von Eau de Parisi und Co., was hier drin ist. Auf jeden Fall ist das aber eine Gummimelone und das ist schon sehr, sehr nice. Und ja, Gummimelone. Es ist, wie soll ich den beschreiben? Es ist der Duft, also derjenige, der den trägt, muss Eier haben und er muss sich was trauen, weil sonst hat man ich kann den gar nicht an. Es ist Gummi, es ist Melone, aber dann hinter dem Background schwingt irgendwas mit. Milch so ein bisschen, so Milch, so ein bisschen, ich will euch das nicht, aber ich trage ihn gern und auf der Haut und wenn man ihn trägt, ist es besser als wie er sich anhört, aber er ist schon präsent und das den wird nicht jeder mögen. So, der nächste, sagen auch viele, ist kein Duft für den Sommer, aber Paragon, einer meiner Lieblinge und der von Initio, Paragon. Geil, Frische, dann haben wir ein bisschen Ingwer, glaube ich, und dann die Pflaume. Aber für mich geht er in den Sommer, aber er ist brutal stark in der CH, brutal. Die Geschichte, wie gesagt, auf Sylt im Einkaufsladen. Meine Frau hat den gemobst und hat mal sich den aufgelegt an den Tag und ich habe sie überall gerochen. Ich habe sie nicht gesehen, aber ich habe sie gerochen, weil sie da überall lang gegangen ist. Das ist dieser Duft. Paragon ist geil, wenn man dieses bisschen flaumige Ingwer, trotzdem frische mag, dann ist man mit diesem Duft wirklich bestens bedient. Habe ich auch schon so oft vorgestellt. Paragon ist nice. Absolut nice. Gefällt mir immer noch. Es bleibt einfach einer meiner Lieblinge von Initio. Ach, der ist so herrlich. Ein Traum. Ich hätte jetzt auch Must Therapy zeigen können, aber der ist auch gut. Auch von der CH. Aber das ist besser und deswegen ihn. So, der nächste. Ja, lange nicht gezeigt. Soleil de Jeddah, wenn richtig ausgesprochen, yes. Und das ist ein Kamilleduft, also im Endeffekt ein schön arabischer oder beziehungsweise orientalischer Kamilleduft, der für einen selber nicht
Also schon oft und sehr stark wahrnehmbar ist, aber es gibt mal Momente, wo er dann weg ist, aber andere riechen den durchgehend. Er ist präsent, er ist im Endeffekt einer mit der schönsten Kamilledüfte. Da gibt's noch einen günstigen, das ihr wisst ihr, den habe ich auch schon früher immer vorgestellt. Aber geiler Flakon, blendet, hier muss ich ein bisschen aufpassen. Aber Soleil de Jetta solltet ihr unbedingt, wenn ihr einen orientalischen, finde ich orientalisch, aber frischen Kamillenduft haben wollt, dann ist das euer Duft. Ja, und da könnt ihr dann ein bisschen auch Geld hinlegen. Der macht Bock zu tragen und der ist sauber, der ist anschmiegsam, der ist cremig, der ist einfach perfekt, muss man schon sagen. So, der nächste, ja, oder der letzte, ja, er muss ja einmal rein, ne? Marc Gebauers Orange Flamingo, das ist auch egal, was für einen Duft man dann nimmt. Man kann natürlich auch tatsächlich den Arabian King auch tragen. Das ist Arabian, ich meine, die Araber in Dubai tragen bei 50 Grad so eine Düfte, das geht. Und aber ich habe ihn mal wieder rausgeholt und natürlich ist da die CH bombastisch. Ihr habt Orange, ihr wisst, Orange bis zum Abwinken, dazu ein bisschen cremig. Ja, und absolut ein Duft für den Sommer, perfekt. Und vor allen Dingen endlich mal einer, wo man sich gar keine Gedanken machen muss, ob man nach 6 Stunden, das macht die Hitze, ne? Nach 8 Stunden oder noch aufwärts immer noch wahrnehmbar ist oder man sich selber riecht. Ja, das tut ihr bei diesem Duft und überhaupt bei Marc Gebauers Düften. Muss man nicht mehr zu sagen. Wie ich immer so erwähne, natürlich gibt es noch bestimmt mehrere, aber die sind mir ins Auge gefallen und die wollte ich euch zeigen, weil das sind schon Düfte, die auffallen. Natürlich kann man, sag ich mal, den hier Soleil de Jetta nicht von der CH mit den Orange Flamingo vergleichen. Und viele sagen auch, vielleicht gibt es Leute, die sagen, nee, der ist ja gar nicht so stark. Also mein Administrator hat ihn kennengelernt, wo ich mit ihm unterwegs war. Und er hat gesagt, irgendwann, sag mal, ich rieche die ganze Zeit, was ist das? Und das war der Duft. Und also es sind schon Düfte, die wirklich performen, was die CH angeht. Und das ist wichtig. Weil Haltbarkeit mal, lassen wir mal so da stehen, aber ihr redet ja immer davon, man soll euch wahrnehmen. Und das sind so ein paar Düfte. Natürlich gibt es auch noch andere Düfte, aber es geht ja auch um Sommerdüfte. Ne? CH, ich bringe mir jetzt hier nicht irgendwas Oud-mäßiges rausholen. Natürlich, ich trage auch Oud bei Wärme, aber das bringt jetzt nichts, das wollte ich euch jetzt nicht zeigen und deswegen lassen wir es so stehen. Die Dinger, schreibt mal unter, welche benutzt ihr. Es gibt natürlich noch mehr, vielleicht mache ich noch mal so ein Video, aber für den Sommer mit CH sind das die Düfte. Also Grüße gehen raus an meine Mitglieder, lasst mir ein bisschen Liebe da mit Super Thanks, wenn ihr Bock habt und dann würde ich mal sagen, reinhauen und bis zum nächsten Mal.